Hi, hi, ich bin Monday Morning und heute lernen wir wieder Deutsch, während wir das Haus einrichten. Viel Spaß! Ich habe gerade festgestellt, dass ich etwas sehr Dummes gemacht habe. Ich habe das Haus zum größten Teil eingerichtet, ohne auf Aufnehmen gedrückt zu haben. Das heißt, anstatt das Haus jetzt einzurichten, werden wir eine Haustour machen. Ich zeige euch, was ich gemacht habe. Ich habe, wenn man hier reingeht, die Türen verändert. Wir haben jetzt hier schöne Torbögen. Hier habe ich einen Torbogen eingebaut, mit dem ich noch nicht zufrieden bin. Da muss ich mir noch etwas anderes überlegen. Der Boden hier ist durch Stein ausgetauscht. Den Kellereingang werden wir noch verlegen. Hier habe ich mir ein kleines Schlafzimmer eingerichtet. Da werden wir noch ein paar mehr Möbel brauchen über die Zeit. Vielleicht ein paar Bücherregale oder sowas, aber die haben wir noch nicht. Hier ist ein vergrößerter Schlafplatz für Max. Mein Bett ist jetzt blau. Hier drüben habe ich quasi etwas wie eine Kochecke eingerichtet mit den Kesseln und dem Ofen. Die Werkbank habe ich jetzt auch dazu gestellt. Hier ist der Kartentisch. Und hier ist so ein bisschen eine Werkstatt mit der Kreissäge, dem Bognertisch und dem Schleifstein. Und hier nach draußen habe ich angefangen, einen Wintergarten zu bauen, sodass man hier rausgehen kann, um sich umzugucken, ohne dass man wirklich draußen sein muss. Genau, das ist das, was ich bisher gemacht habe. Ich gehe jetzt einmal kurz schlafen, dass wieder Tag ist und keine Monster kommen. Aber wir haben noch genügend zu tun, sodass wir jetzt von hier aus einfach weitermachen können. Wir machen noch ein paar mehr Bruchsteinstufen. Die werden uns nicht reichen. Wir brauchen wahrscheinlich nochmal Stein. Und damit machen wir jetzt hier den Boden ein bisschen größer. Der Boden hier ist fertig. Das ist der Boden für den Wintergarten. Hier mache ich dann noch irgendwann Türen. Aber die kommen später. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um das Haus. Ich habe mir jetzt ausgesucht, dass ich hier gerne den neuen Zugang zum Keller haben möchte. Und das heißt, dass ich den Keller jetzt in die Richtung erweitere. Und zwar um... Hier ist die aktuelle Wand. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Eins, zwei, drei, vier, 5. Ich glaube bis dahin. So. So, ich habe den Keller erweitert. Ich brauche nochmal meine Axt, um hier den Boden zu entfernen. So. Dann kann ich den nochmal verbessern. Und dann kann ich die Leiter nehmen und hier nach oben legen. Sehr gut. Jetzt ist der Keller auch schon mal verbessert. Und wir können hier zumachen. So. Dann ist unser Haus jetzt prinzipiell fertig. Hier möchte ich noch 2 Türen haben. Mal schauen, ob die hier oben drin sind. Nein. Habe ich irgendwo noch Türen?
Ich glaube, ich nehme erstmal hier jetzt die 2 Türen, die wir noch haben. Als ein Provisorium. Also etwas, was erstmal da ist und später nochmal wegkommt. Das bleibt nicht für immer da. Es kommt irgendwann noch weg. Das ist ein Provisorium. Sehr gut. Damit ist das Haus jetzt eingerichtet. Wir haben einen Wintergarten, ein Schlafzimmer, ein Hundebett, eine Werkstatt und eine Küche in einem großen Raum und einen Keller. Und das hier ist unser Eingang. Da ich ja vorher vergessen habe aufzunehmen, haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Und ich würde sagen, die nutzen wir, indem wir noch die Komposter aufstellen. Und ich nehme einen der beiden Kompasse mit, eine Leine und einen Sattel, weil wir suchen dann noch ein Pferd. So, es regnet leider jetzt gerade, aber das macht uns nicht so viel aus. Wo möchte ich denn die Komposter aufstellen? Ich glaube, ich will auf beiden Seiten vom Feld 2 haben. Hier und hier drüben. Hier drüben ist sogar mehr Platz. Vielleicht baue ich dann doch beide hier drüben auf. Stelle ich beide hier hin. So. Und dann kann ich aus dem Keller nochmal ein paar Samen holen. Wir haben nicht viel mehr Samen, als ich das irgendwie brauchen könnte. Wo habe ich die Samen? Hier. Die können jetzt mal alle in die Komposter. So. So, der erste Komposter ist gefüllt. Dann füllen wir den zweiten noch auf. Den dritten. Oh, ich kann sogar das Knochenmehl direkt rausnehmen. Ja, weil aus den Kompostern kriegt man Dünger. Und hier in Minecraft ist der Dünger Knochenmehl. Und dafür können wir die Komposter verwenden. Dann muss ich nicht mit Skeletten kämpfen. Gut, dann haben wir uns die auch angeschaut. Ich sortiere mein Inventar kurz. Und dann gehen wir los und suchen ein Pferd. So, der Rucksack ist gepackt. Also wir haben keinen Rucksack, wir haben nur das Inventar, aber alles ist gepackt. Und wir gehen los in die Richtung, in der ich schon mal Pferde gesehen habe. Ich bin ja mal, um eine Höhle zu finden, ganz weit durch die Gegend gelaufen. Und dabei habe ich, glaube ich, hier hinter dem Hügel ein paar Pferde getroffen. Und wir werden mal schauen, ob da ein Pferd für uns dabei ist. Ich habe die Pferde wiedergefunden. Hier sind 5 Pferde. Ja, 5 Pferde. Und wir werden uns mal
auf eins der Pferde draufsetzen oder auf alle Pferde draufsetzen und schauen, welches uns am besten gefällt. Welches uns am meisten mag. Muss ich mit der leeren Hand draufklicken? Ja, ich muss mit der leeren Hand draufklicken. Das Pferd hat 9 Herzen. Ich habe das Gefühl, es wird viel Schaden bekommen, wenn es bei mir unterwegs ist. Das hier hat 13 Herzen. Das gefällt mir schon mal besser. Wie sieht es mit dir aus? Du hast 12 Herzen. Du hast 11 Herzen. Und das letzte Pferd hier. Oh, ich glaube, ich sollte kurz ein bisschen weglaufen und einmal schlafen. Nur damit hier nichts kaputt geht. Der Zombie sollte gleich sterben. Da ist noch ein Händler, der uns besuchen kommt. Was verkaufst du? Kürbiskerne haben wir genügend. Ranken, blaue Orchideen, weiße Tulpen, Potzol, hellgrüner Farbstoff. Ja, wir haben gar keine Smaragde. Dementsprechend, selbst wenn wir es haben wollten, würde uns nichts bringen. Ich glaube, wir nehmen das Pferd mit den 13 Herzen. Das heißt, ich nehme es wieder mit der leeren Hand. Nein, du bist es nicht. Oh. Oh. Wieder eine leere Hand. Wo war das Pferd mit den 13 Herzen? Bist du das Pferd mit den 13 Herzen? Ah! Es hat dich nicht wehgetan. Will es mich trotzdem noch akzeptieren, obwohl ich es aus Versehen geschlagen habe? Ich wollte es nicht schlagen. Oh oh. Ich sehe hinten wieder Plünderer. Ich hoffe, dass du mich schnell akzeptierst. Ja! Okay, Sattel drauf und jetzt können wir schnell nach Hause reiten. Mit unserem neuen Freund. Oder unserer neuen Freundin. Wie wäre es, wenn ihr in den Kommentaren versucht, einen Namen für das Pferd zu finden? Sodass wir das Pferd gemeinsam benennen können. Dann suche ich mir bis zur nächsten Folge einen Namen für unser Pferd aus. Aus den Vorschlägen von euren Kommentaren. Sodass wir einen Namen haben, der uns allen gefällt. Ich würde sagen, das Pferd darf hier mit in die Scheune, einfach nur damit es sicher untergebracht ist. Oh, doch, es passt rein. Und ich nehme die Leine, um das Pferd festzumachen, sodass es nicht wegläuft. Da hast du ein Dach über dem Kopf und einen schönen Stall können wir dir irgendwann noch bauen. Aber das war's für die heutige Folge. Beim nächsten Mal geben wir diesem schönen Pferd einen Namen. Und wir gestalten unseren Garten neu, weil ich habe 2 pinke Axolotl und ein paar Kirschbaumsetzlinge sowie ein paar rosa Blüten. Und damit werden wir uns einen schönen Garten bauen. Bis zum nächsten Mal. Nutzt gerne die Kommentare zum Deutsch üben und gebt dem Pferd einen Namen. Wir sehen uns dann wieder. Bye bye!